Beim Fernsehen war das alles irgendwie ein bisschen hochwertig. Guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Mein Name ist Löblich und ich habe heute mal mein Lavalier, oder wie manche auch sagen, Lavalier, heißt es aber nicht, heißt Lavalier, Mikrofon ausgepackt. Denn, Achtung, Trommelwirbel. Ich habe ein VR-Headset, ein Head-Mounted Display, HMD, zugeschickt bekommen von Pimax. Und da kommen wir auch direkt zum ersten Problem. Kopfhörer tragen, also mein Headset tragen und gleichzeitig Pimax VR-Headset funktioniert nicht. Das heißt, Aufnahmen müssen dann laufen über ein Ansteckmikrofon. Und für mich ist es heute eine absolute Premiere, ein VR-Headset vorzustellen. Ich habe hier eine Oculus Rift 1, eine Oculus Quest und jetzt das Pimax Crystal Light Head-Mounted Display VR-Headset mit Handcontrollern und allem Pipapo. Und das packen wir heute zusammen aus. Kleiner Transparenzhinweis vorneweg. Ich hatte das schon ausgepackt, hab's auch schon ausprobiert und hab's für euch wieder eingepackt, damit wir sehen, wie ist es in der Box drin und was ist in der Box drin. Nur, dass ihr das mal wisst. Und genau, absolute Maximalpremiere heute. Herr Löblich packt aus, und zwar das Pimax Crystal Light VR-Headset. Los geht's. Herr Löblich. Hör mir den Blödsinn auf. Ich will das eigentlich so ein bisschen strukturieren und habe auch Notizen hier am Rechner und wie sie nicht alle heißen. Aber ich mache es einfach wie immer. Das Schwein ist am Start, ihr wisst Bescheid. Holy ist auch am Start. Holy bietet 10% Rabatt für alle, die bereits Kunde sind oder und zusätzlich 5 € Rabatt für alle, die zum allerersten Mal mit einem neuen Account bestellt. Könnt ihr euch angucken. Ihr wisst, wenn ihr was für 20 € zum Ausprobieren bestellt, dann sind 5 € mehr als 10%. Und wenn ihr zum ersten Mal bestellt und die 10% Rabatt benutzt, dann sind die 5 € weg. Also überlegt euch das gut. Ihr könnt auch mal bei Moser reingucken. Aber was heute natürlich viel wichtiger ist, ihr könnt auch bei Pimax, wenn ihr euch gerne dieses oder ein anderes Headset von denen bestellen möchtet, könnt ihr über meinen Affiliate-Link unten in der Videobeschreibung bestellen. Erstens unterstützt ihr damit den Kanal, weil ich bekomme eine Umsatzbeteiligung, aber ihr bekommt vor allem auch, ich meine, 3% Rabatt. Muss ich nochmal recherchieren. Falls es nicht stimmt, werde ich das natürlich wieder als Text einfügen in die ins Video. Karton steht schon hier hinten. Ich hoffe, er steht so rum, dass man auch meine komplette... Natürlich steht er so rum, dass man meine Adresse sieht. Ich bin auch so geil manchmal. Jetzt habe ich hier mir extra Klebeband geholt, um das abzukleben. Und dann ist mir aufgefallen, ich kann ja auch einfach den Karton rumdrehen. Das Schwein ist natürlich am Start. Das können wir ja mal hier mit hinsetzen irgendwie. So, du passt auf die Uhr auf, die vom lieben, darf ich euch nicht verraten, hat geschenkt, ihr Chancen bekommen. So, wir haben, ich habe noch ein paar Sachen dazu bekommen. Ich habe nicht nur das Headset bekommen, sondern ich habe auch noch bekommen einen Headstrap, der extra mit eingebaut werden kann. Fangen wir mal an. Also das komplette Programm, das ist dieses Teil, was man hinten dran macht. Der sitzt dann so hier unten, glaube ich, so. Und den kann man dann festziehen, kann ich euch jetzt schon mal sagen. Guck mal, man sieht das hier oben. Genau, und gelocht. Das heißt, man schwitzt auch nicht so doll da drin, was ich schon mal sehr schön finde. Das ist hier alles in diesen tollen Tütchen eingepackt. Ansonsten, Warenpräsentation kann ich euch schon mal sagen, ist offensichtlich bei Produkten aus China nicht das Hauptaugenmerk. Mir ist es aber auch tatsächlich, also natürlich ist es geil, wenn man irgendwie einen super hochwertigen Karton hat und die Warenpräsentation toll ist. Aber viel wichtiger als das ist zum Schluss tatsächlich, dass natürlich das Produkt gut ist und dem entfolge, beziehungsweise dem zu sprechend
Oh, das ist aber fisselig. Ach du Scheiße. Das ist ja klein fisselig. Hat jetzt die Plastetüte direkt mit aufgeschnitten? Geil. Das ist ja ein... Also hier sind kleinste Schräubchen drin. Kann ich hier so machen? Sieht man das? Hier? Also wirklich die allerkleinsten Schräubchen. Das ist natürlich... Das muss man wissen. Jetzt habt ihr das mal gesehen. Dann passiert euch hoffentlich nicht, was mir gerade passiert ist. Dann mache ich das wieder zu. Genau. Also ich habe einen Komfort-Headstrap dazu bekommen. Und ich habe dazu bekommen ein extra Schaumstoffpad, welches zwischen die Brille und das Gesicht kommt. Und zwar eins, das ist sozusagen für Brillenträger und das ist eigentlich mein Hauptaugenmerk, auf was ich mich hier heute konzentrieren möchte. Das ist dafür da, dass das Headset bei Brillenträgern nicht so auf die Brille drückt. Und das ist der Hauptgrund, einer von den beiden Hauptgründen, warum ich nichts großartig in VR mache. Es nervt mich ungemein, dass danach permanent meine Brille drückt. Je nachdem, welches Headset man benutzt, kann auch schon mal sein, dass sie danach ein bisschen verbogen ist. Also das ist wirklich VR für Brillenträger. Ich möchte heute hier auch erstmal noch gar nicht so groß auf das Thema VR als solches eingehen, sondern wirklich ausschließlich das Produkt bewerten. Das nächste Ding ist die Qualität der VR-Brillen, die ich bisher so hatte. Also die Quest und die Oculus 1, die sind halt nicht nur unglaublich klein und eng und drücken auf die Brille, sondern die Qualität ist auch einfach scheiße. Und ich habe einen sehr hohen Anspruch an Qualität und da ist es einfach doof. Ich habe weiterhin dazu bekommen diese DMAS-Kopfhörer. Damit ersetzt man die originalen Kopfhörer sitzen so leicht über dem Ohr, sehen wir uns gleich an und strahlen halt sozusagen den Ton von außerhalb in die Ohren ab. Diese kann man ersetzen durch diese DMAS-Kopfhörer, deren Qualität ich noch nicht beurteilen kann, habe ich nicht ausprobiert, werden wir heute im Video auch gemeinsam montieren und zusammenbauen. Und die sitzen dann halt quasi auf dem Ohr. Ja, das heißt, die habt ihr dann an der Brille dran und die sitzen direkt überm Ohr. Könnt ihr mir vorstellen, dass das einen sehr großen Unterschied macht, weil ich finde, dass die originalen Kopfhörer, die originalen Lautsprecher, die da dran sind, die sind mir fast ein bisschen leise. Also da könnte von mir aus ruhig ein bisschen mehr Bums rauskommen. Ich hatte auch schon Kontakt mit dem Pimax Support. Wir haben aber festgestellt, dass ich einfach alles auf Max habe, also dass es mir tatsächlich zu leise ist. Aber auch hier Disclaimer, ich habe natürlich erstens ein MMX 300 Headset von Beyerdynamic. Das sind DT770 Pro Kopfhörer. Die sind geschlossen. Das heißt, ich bin komplett isoliert. Die laufen immer auf 100%, volle Lotte. Und wenn du dann natürlich plötzlich Over-Ear, nicht mal Over, sondern quasi externe kleine Lautsprecher hast und auch noch den ganzen Raumklang dazu hörst und so, dann ist es natürlich ein sehr großer Unterschied, der jetzt nicht unbedingt widerspiegelt, wie gut, schlecht, laut oder leise die Kopfhörer sind, sondern möglicherweise auch meine Gewohnheit. Von daher, ich bin gespannt, wie es mit den Kopfhörern ist. Und hier haben wir noch das andere Headband, was hier drin ist. Das ist das, was ich meine. Das ist so ein Stirnband. Das ist das Originale, denn das dickere mit 15 mm habe ich schon eingebaut. So sieht das aus. Ist sehr angenehmes Material, sehr schön weich, muss ich sagen. Fühlt sich nicht styroporisch an, sondern das ist halt tatsächlich, ich glaube, das ist auch gar kein Styropor, sondern das ist so richtig Filz oder Stoff. Also die Haptik ist sehr gut. Hier hinten ist tatsächlich Filz drauf, des Klettverschlusses wegen.
Ich habe mich übrigens vorhin am Holy-Karton geschnitten. Nicht, dass ich einen Holy-Karton bekommen hätte. Darf ich euch ja nicht erzählen. Ist auch real. Denkt einfach nicht weiter drüber nach. Sehr, sehr angenehmes Material. Und dieses sitzt dann sozusagen hier so über eurem Gesicht. Alter, jetzt sehe ich so ein bisschen, wie heißt denn dieser Superheld? Und man sieht hier schon übrigens, nur an dieser Öffnung, ich habe eine relativ große Brille. Und diese Brille passt hier wunderbar rein. Das finde ich wirklich gut. Ja, wenn ich darüber nachdenke bei den anderen Brillen, wenn diese enge Öffnung, ich habe allerdings extra, die liegt jetzt da drüben, hole ich später, ich habe eine zweite Brille, meine alte Brille, bevor ich mir die hier gekauft habe. Grüße ihn raus an Vielmann. Ich habe extra eine Zweitbrille für VR, die kann voll schmieren und verbiegen, da ist mir das scheißegal, die habe ich nur auf, wenn ich das Headset anziehe. Und das ist natürlich sehr praktisch, aber man sieht hier schon, dass die Öffnung ausreichend groß ist, dass da eine Brille reinpasst. Und der Vorteil, wenn dieser Abstand hier dann noch größer wird zum Kopf, und wir reden da wirklich von guten 5 Millimetern, die das Headset dann so ein bisschen weiter wegkommt, das ist richtig gut, weil, wie gesagt, ich finde das unglaublich nervig, wenn du so eine VR-Brille abnimmst und dann die Brille verschmiert ist und im schlimmsten Fall verbogen. So, jetzt kommen wir. Kommen Sie mal raus hier. Dieses ist der Karton. So wird sie geliefert. Und das ist drin. So sieht das aus. Die Handcontroller, die sind normalerweise eingepackt in eine kleine in Plastetüte, so weit hier in die Richtung. Na? Habe ich jetzt weggelassen. Und so ist die Brille eingepackt. Hier sieht man auch schon das Ersatzpad. Man sieht von weitem schon, dass es dicker ist. Wir haben die beiden Handcontroller. Wir haben hier so ein paar zusätzliche Sachen. Und ich zeige euch das jetzt hier so, weil ich möchte den Karton gerne nach unten stellen und das nach und nach auspacken. Wir starten als erstes mal hier mit ach so, das sind hier die Stromschnuffis, die hier drin sind. Warum stellt die sich denn heute so hässlich scharf, Alter? Der gibt's ja nicht. Hier die, wie nennt man das? Die für die verschiedenen Steckdosen weltweit, hier die Schuko-Geschichte, lasse ich gleich mal draußen. Wie nennt man denn das? Die Steckdosenkontakte? Die Steckdosen. Ich glaube, das ist der Reinstecke-Schnuffi, ist der offizielle Fachterminus. Das lege ich mal hier so hin. Dann haben wir hier das Headset, das Netzteil. Ich finde das optisch sehr schön. Das ist wieder so was, wo ich so ein bisschen nerdy bin. Aber das ist doch mal wirklich ein schönes Netzteil, oder nicht? Also guckt doch mal. Hier seht ihr meine tolle, wie heißt es? Hier ist die Efeutute. Und da ist der Geldbaum. Heißt der Geldbaum? Pfennigbäumchen? Ich habe keine Ahnung. Dieses ist das Headset und hier kommt denn, jetzt muss ich gucken, warum Würfelstiel. Hier kommt denn so, oh, das ist aber satt. Alter. Oh, sowas finde ich geil. Das finde ich richtig geil. Wenn das richtig, guck mal. Achtung. Das geht so fest drin. Oh, da bin ich schon, das finde ich schon mal sehr, sehr gut. So, und jetzt kommen wir zum Handcontroller. Und da, kennt ihr den? Also das sieht doch sehr aus wie ein Handcontroller, den wir kennen, oder nicht? Oder was? Warte mal, ich hol mal ein Konkurrenzprodukt. Das ist übrigens sehr spannend, was ich gerade rausgefunden habe, weil ich hatte das Konkurrenzprodukt wirklich lange nicht in der Hand. Das ist hier das Original jetzt hier von Pimax, ne? So sieht das aus. Das ist der Handcontroller für die linke Hand.
Die haben übrigens ein, wo ist es zu sehen? Hier unten. USB-C, auch sehr modern, sehr kompatibel. Ich finde das ja gut, dass mittlerweile wirklich viele Firmen auf USB-C umstellen, was so lange der Fall sein wird, bis alle Firmen auf einen neuen Standard umstellen und wir wieder alles neu brauchen. Aber das hier ist ein Konkurrenzprodukt. Und ich habe gedacht, ist ja genau das Gleiche, ist es aber gar nicht. So sehen die sich sehr ähnlich, kann man nicht anders sagen. Konkurrenzprodukt, Pimax. Aber wenn wir jetzt mal hier reingucken, sieht man schon einen deutlichen Unterschied, dass die wirklich anders aussehen. Und jetzt muss ich mal gucken. Also der ist viel größer. Ja, das macht jetzt keinen Unterschied. Das ist mindestens genauso gut. Allerdings ist hier eine Batterie drin. Beim Konkurrenzprodukt. Und hier ist der Akku fest eingebaut. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, müsst ihr selber beurteilen. Ich finde das gut, weil kannst du halt einfach dran stecken, lädt. Jetzt soll es aber Menschen geben, die noch diese guten alten Akkus haben, die dann hier Akkus drin machen und die laden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das tatsächlich wirklich toll, wenn der Akku eingebaut ist. Zumindest bei so Sachen. Wenn ich einfach nur Kabel dran stecke und lädt. Weil das geht hier nicht. Kannst du nicht. Hier musst du wirklich eine neue Batterie reintun. Ich würde sogar behaupten, dass du das Ding weiter benutzen kannst, während ein Kabel dran steckt. Das hier nicht. Heißt, wenn du keine Batterien hast, musst du aufhören zu spielen. Beim Pimax-Controller hast du die Möglichkeit, einfach das Ding auch kabelbetrieben zu benutzen. Ansonsten haptisch muss ich sagen, ja, hier ist so eine gummierte Oberfläche beim Konkurrenzprodukt, was aber wiederum bedeutet, dass dort nach ein paar Jahren oder Monaten, kann ich euch nicht sagen, der Weichmacher rausgeht. Du hast halt immer was. Das hier kannst du einfach abwischen und dann ist es wieder sauber. Dann ist es, ja, ist eine harte Kunststoffoberfläche, aber du hast nicht das Problem, ich habe das bei allem, was in irgendeiner Form mit diesem Gummi, mit dieser gummierten Oberfläche zu tun hat, habe immer wieder das gleiche Problem, nämlich der Weichmacher geht irgendwann raus. Das wird keimig, eklig irgendwann, kriegst du kaum noch sauber, wenn du Aceton drauf schmierst, fängt das an sich anzulösen. Ich bin bei diesen Sachen hier wirklich ein Freund davon, dass keine Gummierung dran ist. Weil du schmeißt die Dinger nicht aus der Hand. Guck mal, du hältst es so in der Hand. Ich finde übrigens die Größe besser. Der ist mir fast zu klein. Hier muss ich mich schon, hier habe ich eine sehr merkwürdige Handhaltung. Ich drehe die Hand hier so komisch ein. Und habe automatisch den Finger, so in natürlicher Handhaltung, ist hier und auf dem B-Knopf. Und bei dem von Pimax komme ich besser an den A-Knopf. Ich finde die Größe dieses Controllers sehr viel angenehmer und alleine die natürliche Haltung ist interessant. Macht, dass ich nicht die Hand so eindrehe. Und bei dem hier, das ist ja spannend. Weil der so klein ist, ich mag den lieber, den Controller. Ich habe gedacht, das ist genau der gleiche. Ich habe gedacht, ich habe einfach einen Controller nachgebaut. Aber nein. Okay, krass. Dann haben wir natürlich noch einen zweiten, klar, für die linke Hand. Ist genau das gleiche. Nur halt links. Ich finde das Gewicht schön. Ich werde mal eine Waage holen. 3 hours later. Die natürlich, Batterie, alles leer. Was das jetzt schon wieder, du willst einfach nur eine Waage holen, während du ein Video drehst. Ich verstehe nicht, wie Leute vorbereitet. Alter, Content Creation ist spannend. Weil natürlich musste ich die Batterie, wechseln und was weiß ich nicht alles für Geschichten. Oh. Exakt gleich schwer. Konkurrenzprodukt und Pimax. 130 Gramm.
Finde 130 Gramm ist ein angenehmes Gewicht. Könnte mir vorstellen, leichter wäre schöner. Aber dass die beide exakt, ich habe nämlich mich gefragt, welches schwerer ist und dachte, hey, die wiegen das gleiche. Exakt 130, eher 131. Und hier sind wir bei eher 129, klickt dann aber auch, switch dann aber auch noch um auf 130. Interessant ist, dass es leichter wirkt, weil es größer ist und anders in der Hand liegt. Das finde ich sehr spannend. Die Frage ist natürlich, wie anstrengend wird das? Aber 130 Gramm, Freunde. Das ist... Ich kann die Witze jetzt nicht machen. Pimax guckt sich das Video an vorher, bevor ich es veröffentliche. Deswegen kann ich bestimmte Witze nicht machen. Hallo Pimax, grüße ihn raus. Mein Gedanke war jetzt, wie anstrengend wird es, wenn man den die ganze Zeit in der Hand hat. Wobei ich euch schon mal sagen kann, die Chance, dass ich viel mit diesen Controllern mache, ist extrem gering, weil zum Schluss für mich eigentlich interessant ist Lenkrad, Joystick. Also, wo ich es schon ausprobiert habe, Elite Dangerous mit Dual Joystick und oder also HOTAS Plus nenne ich's mal. Also Hands on Throttle and Stick and Second Stick. Ja, also 2 Joysticks plus Schubregler. Habe ich noch Kaffee? Nee. In Elite Dangerous ist eins der Spiele, was für mich gerade aktuell für Simulationsenthusiasten am VR-tauglichsten ist, weil du das komplette Spiel überall steuern kannst, ausschließlich mit beiden Händen an den Joysticks. Du brauchst keine Tastatur, du brauchst keine Maus. Die Menüs gehen auf, weil du da hinguckst. Das wird auch das Spiel meiner Wahl, um dann nachher die Brille auszuprobieren. Also euch im Video konkret vorzustellen, weil es ist so geil. Du guckst nach rechts, Menü geht auf, du steuerst es mit den Joysticks, guckst nach oben, Menü geht auf, du steuerst es mit den Joysticks, guckst nach links, Menü geht auf, du steuerst es mit den Joysticks. Das ist so geil. So müssten für mich VR-Spiele gemacht sein. Also ich finde, da könnten, ich steige doch mal kurz ins Thema ein. VR ist für mich noch eine Demo, weil es so wenig benutzt wird, dass die Hersteller noch gar nicht verstanden haben, wie wichtig es ist, Spiele für VR zu optimieren. Und da gehört nicht nur dazu, dass die gut funktionieren, wenn man die Brille auf hat, sondern du musst die auch steuern können, ohne dass du permanent die Brille hochmachen musst, irgendeine Taste auf der Tastatur suchen, sondern es muss möglich sein, die Spiele intuitiv, ohne dass man seine Eingabegeräte sieht, steuern zu können. Und das macht Elite Dangerous phänomenal gut. Und da können sich ganz viele andere eine Scheibe von abschneiden. So, jetzt muss ich doch mal meine andere Brille holen. Ne, wir packen sie erstmal aus. Ach so, pass auf, das zeige ich euch dann doch mal, damit ihr, wenn ihr die mal kauft, vorbereitet seid. Der Karton ist nämlich zweigeteilt. Also du hast hier diesen, hier ist die Brille drin. Und dann ist hier Schaumgummi und unten drunter ist dieser Karton, wo dann das Kabel drin ist. Das muss man wissen, wenn ihr die rauszieht, da hängt ein Kabel dran. Ja? Also am besten erstmal Brille anheben, diesen Schaumgummi rausnehmen, dann hier drin diesen Karton aufmachen und dann das Kabel mit rausnehmen. Hier sind übrigens auch noch Kleinigkeiten drin, die gucken wir uns später an. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Software und so ein Gedönse. Und dann haben wir hier die Brille, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Die ist super leicht. Das Kabel ist schwerer als die Brille, würde ich sagen. Also das ist wirklich krass. Das Kabel wiegt 360 Gramm, so wie es jetzt hier ist. Ne? Wenn ich hier ein bisschen anhebe, sind es 320. Wenn ich hier so ein bisschen runterdrücke, sind es 370. Dann sagen wir 350, 360 Gramm. Die Brille, vielleicht wirkt das auch nur so. Oh, die Brille wiegt 870. Krass, die wirkt super leicht.
Das ist ja geil. Das ist ja, okay, ich habe gedacht, dass mein Gehirn 300 Gramm nicht von 900 Gramm unterscheiden kann. Okay. Das ist die Brille. Ich finde die optisch ziemlich brutal. Im Sinne von, das ist ein ganz schöner Klopper. Die wirkt super leicht. Das ist ja krass. Ich merke nicht den Unterschied zwischen 350 Gramm und 850 Gramm. So sieht sie von innen aus. Und dieses hier ist der dickere Schaumgummi, von dem ich eingangs sprach. Und man sieht wirklich einen deutlichen Unterschied. Ich hole mal den anderen. Also der Unterschied in der Dicke, der ist doppelt so dick, den ich dazu bekommen habe. Also wenn das 15 mm sind das hier vielleicht so 8 oder vielleicht sogar nur 7. Aber das hier ist der Nachrüst Spacer, nenne ich das jetzt mal. Und das hier ist das Original. Und ich kann euch sagen, wenn ihr Brillenträger seid, ihr müsst das haben. Definitiv. Kommt ein bisschen auf eure Gewohnheit und eure Brille an. Aber ihr braucht unbedingt diesen Spacer dazu. Ich muss mal hier ganz kurz gucken, was das Wetter sagt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass hier draußen gleich täuscht mich nicht, mein Gefühl. Es geht draußen nämlich gleich die Welt unter. Genau. Ist ein ganz schöner Apparillo. Aber Gewicht ist super ausgewogen. Also, das ist jetzt nicht so, dass die vorne super schwer ist, sondern die sitzt tatsächlich sehr, also das Gewicht ist sehr Headstrap-lastig. Ja? Das heißt, zieht dich nicht so nach vorne. Was ich euch schon mal sagen kann, ist, weil ich es schon mitgekriegt habe, dieses Kabel müsst ihr irgendwie so führen, dass das nicht an der Brille zieht. Weil das wird nervig. Wenn dieses Kabel permanent die ganze Zeit hinten an der Brille zieht, ist das sehr unangenehm. Das hat jetzt diese Brille hier aber auch nicht gepachtet, sondern ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem mit VR-Brillen, die kabelgebunden sind. Aber ist eben auch wirklich was man wissen sollte. Das Kabel ist sehr lang. Ich habe hier auch irgendwo technische Daten. Die Light hat ein 4,5 Meter langes DisplayPort-Kabel mit eigenem Netzteil. Hier kommt das Netzteil dran. Das Netzteilkabel ist nicht besonders lang, aber dieser Teil hier, der sitzt auch recht dicht am Rechner. Also, wir machen das einfach mal hier auf, so und so. Guck mal, hier ist das Ende, das DisplayPort-Ende. Und hier kommt schon der Teil, wo man das Netzteil dran steckt. Also wir haben hier 50 Zentimeter, ne? So eine Entschuldigung, Pimax guckt zu, ich kann nicht alle Witze machen. Da ihr in der Nähe eures Rechners ja in der Regel auch eine Steckdose habt, ist dieser Abstand also völlig in Ordnung. Das heißt, ihr müsst auch nicht noch zwei Kabel, also noch das Netzwerkkabel irgendwo mit hinführen. Dann haben wir hier natürlich ganz normal USB 3. Und wir haben ein DisplayPort-Kabel. Schön mit Käppchen, dass es auch nicht, dass es nicht oll wird. So, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht mit meinem Stuhl drüber fahre. Ich neige nämlich dazu, das ist mir schon aufgefallen, bei kabelgebundenen Brillen fahre ich gerne über das Kabel. Das ist nicht gut. So, und wir haben gerade noch drüber gesprochen, dass es gleich anfängt zu regnen und schon sind meine Scheiben alle nass. In die Küche hat es schon ordentlich reingeregnet und ich musste gerade erstmal wischen. Das ist natürlich auch geil. Was kann ich noch dazu sagen? Hier kommen nachher diese Kopfhörer dran. Das heißt, dieses Stück baut man ab. Und dann kommt er hier da dran.
So, und dann sitzt es halt sozusagen überm Ohr. Das ist der Trick. Und wie gesagt, ich gehe davon aus, dass die Qualität sehr viel besser sein wird. Dazu aber mehr im zweiten Video. Wir haben hier, nehme ich auf, Windows-Sicherheitsmaßnahmen erforderlich. Genau, das ist hier alles, was in irgendeiner Form aus Stoff ist, kann man abmachen. Ja, das hier kannst du abmachen, das hier hinten kannst du alles abmachen und das hier drin kannst du abmachen. Das ist alles mit Klett. Hier innen diese Dinger, die sind angeklettet. Also alles ist in irgendeiner Form mit Klett. Und hier unten gibt es natürlich diese tollen Nasengummis, die man natürlich auch rausmachen kann. Die lasse ich jetzt aber drin. Und genau, das ist jetzt grundsätzlich erstmal alles, was man dazu sagen kann. Hier unten ist der Sensor, ob man die Brille auf hat oder nicht. Und was haben wir hier drin noch? Irgendwelche Sachen, die interessant wären zu erwähnen? Nö, erstmal nicht. Hier oben in der Ecke, hier ist dieses Einstellrädchen für den Abstand für den Augenabstand. Genau, damit fährt man quasi die Linsen auseinander. Und da macht Sinn, wenn ihr euren Augenabstand kennt. Wir haben hier oben einen Ausschalter, natürlich Lautstärkeregler, lauter, leiser, ein Ausschalter und noch irgendwas. Nö, hier vorne sind die Kameras dran für Pass-Through. Also ihr könnt natürlich dann auch das HMD, ich weiß nicht wo, irgendwo könnt ihr das so antippen, doppelt, und dann könnt ihr durchgucken, wie auch bei Konkurrenzprodukten. Was diese Löcher hier vorne sind, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ist mir dann aber auch zum Schluss wurscht. Wichtig ist, dass es funktioniert. So, und jetzt kommen wir mal zum Wichtigsten. Ich mache es erstmal ohne Brille. Wir setzen die mal auf. Was ich schon mal geil finde, ist beim Aufsetzen, dass man die so hochklappen kann, dass du nicht anfängst, irgendwie hier dich so rin zu fummeln, sondern du klappst sie hoch. Ich sehe jetzt leider das Display hier nicht mehr, weil ich keine Brille auf habe. Du klappst das hoch. Kannst drin und dann, oh. Heik aber eng. Und guck mal hier, wie schön das geht. Klappst die hoch, kannst jetzt wunderbar mit deiner Brille, ohne dass du da irgendwie die darin schieben musst, kannst die auf die Brille draufsetzen. Und jetzt ziehst du die hier hinten zu. Und kannst jetzt hier oben noch diesen Headstrap anpassen und damit sitzt die Brille. Die ist ein bisschen frontlastig, was man allerdings dadurch, dass man hier hinten dieses noch am Kabel natürlich, kann ja bestimmen, wo das Kabel lang läuft. Und wenn das Kabel hier noch ein bisschen zieht, dann ist es eigentlich ganz angenehm. Ich merke, dass es ganz leicht am Nacken zieht. Ich muss gucken, ob ich überhaupt im Bild bin. Aber, Alter, guckt euch doch mal an, was das für ein Panzer ist. So, und jetzt kommen wir... Surrender. Ich finde, die sitzt aber unglaublich bequem. Also, ich habe noch keine VR-Brille besessen, die so bequem gesessen hat. Ich finde das ultra angenehm. Und, oh, da kann man aber noch den Nacken entlasten. Oh, das ist ja krass. Alter, wie bequem sitzt denn bitte diese Brille? Also jetzt mal ohne Scheiß. Ich habe noch keine, ich habe noch nicht viele ausprobiert. Quest 1 und sag schon, Oculus Rift 1. Und mein Gott, sitzt diese Brille bequem. Mir wird die jetzt schon warm unter der Brille. Ich finde, das ist immer so ein Thema, da könnten die Entwickler mal noch was machen. Es kommt hier unten nicht viel Licht rein. Also die ist wirklich schön dicht und schön zu. Finde ich auch super angenehm. Oh, ist die bequem. Ich würde jetzt nicht bei 35 Grad die stundenlang aufhaben wollen. Aber wie bequem sitzt denn?
Ich habe die letzte Mal, glaube ich, vor einem Monat oder so aufgehabt. Und habe direkt eine Stunde Elite Dangerous gespielt. Und dachte dann so nach einer Stunde, mir wurde dann irgendwann leider schlecht. Aber, Alter, ist das angenehm. Also ohne Scheiß. Das ist ein ganz anderer, die wackelt auch nicht. Klar, ganz bisschen wackelt die natürlich hin und her. Aber mein Gott, ist das ein unglaublich Tragekomfort. Das ist ja krass. Ich bin begeistert. So, und jetzt habe ich hier mal extra meine Ersatzbrille geholt. Das ist meine Brille, die ich übrigens bis vor ein paar Jahren immer auf hatte. Die auch ja nicht geputzt ist, wie mir gerade auffällt. So, und jetzt kann ich euch jetzt nämlich nochmal zeigen, so für Brillenträger, wie angenehm ich das finde. Du klappst das Ding hoch, ziehst sie runter, fertig ist die Laube. Die Brille drückt nicht, sie drückt null auf die Brille. Ich finde das so geil. Das ist die erste, bei der die Öffnung groß genug ist, dass die Brille darin passt, bei der ich nicht das Gefühl habe, dass die auf der Stirn lasten muss, bei der ich nicht das Gefühl, die sitzt super hier unten auch auf den Wangen auf. Bei den anderen VR-Brillen hatte ich immer das Problem, dass ich den Headstrap so festmachen musste, dass der die nach oben zieht. Und die sitzt super. Ich habe nach wie vor das Gefühl, da müsste drin mehr Belüftung stattfinden irgendwie. Also ihr könnt mir vorstellen, dass wenn ich die jetzt abnehme, ist meine Brille beschlagen wie Sau. Das finde ich schade. Weil das ist natürlich dann anstrengend irgendwann. Aber Alter, wie gut diese Brille sitzt. Ohne Scheiß. Auch wenn du die noch ein bisschen fest... Alter, sitzt die gut. Das finde ich wirklich, wirklich krass. Und auch nicht zum Abnehmen, du musst nicht verstellen, du musst kein Bändchen aufmachen, du musst nicht irgendwelche... du musst nicht wieder nachstellen, sondern die bleibt jetzt einfach so. Die ist einmal eingestellt, fertig ist die Laube. Das finde ich absolut geil. Wir bauen jetzt mal, machen jetzt mal noch zwei Sachen. Und zwar bauen wir mal den rechten Kopfhörer an. Ich gehe mal davon aus, dass das jetzt nicht allzu kompliziert wird. Man muss hier drin vermutlich einfach diese Schraube da drin lösen, diese Schraube muss man lösen und dann kann man den vermutlich einfach abnehmen. Ich sehe, da ist auch ein kleiner Stecker dran und wer mich kennt, weiß, Anleitung, Popanleitung, ich brauche keine Anleitung, ich kriege das auch so hin. Ich gehe mal davon aus, man muss diesen Stecker lösen. Und wir können ja mal gucken. Ich finde auch schön, dass hier wieder so Werkzeug dabei ist. Und dann gucken wir mal, steht hier dran, ob das links oder rechts ist. Das ist rechts. Hier oben ist so ein kleines R dran. Macht auch Sinn, ne? Und hier sind übrigens, dann kann ich euch auch noch mal zeigen, das sind die Kopfhörer. Also nicht die Kopfhörer, das sind die Lautsprecher. Da kommt jetzt gerade der Ton raus, aus diesem Schlitz. Und der sitzt halt, wenn man die jetzt aufsetzt, dann sitzt der hier so überm Ohr. Nicht mal so richtig. Der sitzt schon fast so ein bisschen, der geht so fast so ein bisschen hinter das Ohr. Und das Ziel ist es natürlich, ich weiß ja nicht, ob man den noch drehen kann, dass der vielleicht mehr so zum Ohr hinguckt. Aber die DMAS Earphones, die sitzen überm Ohr. Das ist der Plan. Wir drehen das jetzt hier mal raus. So sieht man das einigermaßen. Was ich hier tue. Wir lösen jetzt diese. Oh. Ja, doch, geht. Ist der magnetisch? Nee. Dann kommt hier dieses Minischräubchen. Kommt denn da raus? Jetzt müssen wir noch mal gucken.
Ah, nee, okay. Dieses Kabel da drin bleibt dran. Ihr habt jetzt... Okay, das war's schon. Das war ja einfach. Das ist der Kopfhörer. Das brauche ich gar nicht erzählen, seht ihr doch, Alter. Das war's. Okay, geil. Da habe ich jetzt so nicht mit gerechnet. So, und jetzt interessiert mich aber natürlich... Oh, der passt aber gut darin. Ah, er hat hier oben auch so eine Nut. Also der passt auch tatsächlich nur in einer Position, weil hier oben, wo ist das hier? Da oben ist dann natürlich auch so eine kleine Führung. Und jetzt kommt der hier so rein. Fertig. Ich kann dir jetzt schon sagen, Position ist viel besser so. Der passt vor allem fast besser da rein als die originalen Kopfhörer. Wo ist denn jetzt? Ja, das ist die Scheiße, wenn das nicht magnetisch ist. So, und jetzt wird das wieder festgeschraubt und das war's. Handfest. Hanffest. Lustig. So, und jetzt setzen wir das Ding wieder auf. Das soll rechts sein? Ach, den kann man verstellen? Ist ja geil. Oh. Okay. Das ist ja geil. Oh, wie geil die sitzt, Alter. So, und jetzt kannst du dir den hier schön über dein Ohr... Ich hätte mir gewünscht, dass er ein bisschen dichter noch am Ohr dran ist. Das müssen wir dann aber tatsächlich mal im Testvideo ausprobieren. Ich hätte mir gewünscht, dass er ein bisschen mehr... Aber nee, das ist schon... Das ist eine ganz andere Nummer, als wenn der da oben in eine andere Richtung abstrahlt. Was mich natürlich jetzt mal interessiert, ich baue jetzt... Achso, kann ich ja hier gucken. Ne, den anderen kannst du nicht verstellen. Der ist fest. Und den hier kann man so ein bisschen an sein Ohr anpassen. Das finde ich gut. Wahrscheinlich, ich bin sehr gespannt, wie dann in der Benutzung ist und vor allem wie es klingt. Weil ich bin ja doch schon sehr, sehr audiophil, möchte ich sagen. Und mir ist es immer wichtig, dass die Sachen gut klingen. So, jetzt haben wir den Klettverschluss wieder dran. Und ich recherchiere mal ganz kurz, das muss ja irgendwie eine Anleitung oder so irgendwas geben. Bis gleich. Nicht bis gleich, ich kriege die da nicht mit, ich schneide ja. Okay, geil. Es gibt ein Video von Pimax, wo beschrieben wird, ein englischsprachiges auch, wo beschrieben wird, wie man diesen Komfort-Headstrap montiert. Und das Interessante ist, der kommt hier so drüber. Ihr habt noch mal eine zusätzliche, nicht nur eine Vorne-Hinten-Entlastung, sondern auch eine seitliche und könnt dann hier sozusagen noch mal also ihr braucht dann das ist dann eigentlich nur noch Unterstützung, sondern was ihr dann machen könnt ist, ihr könnt den Druckpunkt, wo das auf dem Kopf aufliegt, so ein bisschen selber bestimmen. Ihr könntet hier vorne hinsetzen, ihr könntet hier hinten hinsetzen. Das finde ich natürlich sehr angenehm. Das bauen wir jetzt mal noch zusammen an. Das heißt, wir machen jetzt erstmal das hier lose. Dann müssen wir den abmachen, dann müssen wir den abmachen. Und dann habe ich gesehen, müssen wir auch den Kopfhörer wieder abmachen. So. Schräubchen packe ich mal hier rüber, wo der weiße Schreibtisch ist, damit ich die auch wiederfinde. Siehst du, jetzt ist es nämlich passiert. Doch, da ist sie. So, hier ist der andere. Dann kann ich mir auch gleich mal den zweiten
Kopfhörer holen. Die kosten übrigens auch nochmal, ich glaube, 90 €, wenn ich mich nicht täusche. Dadurch, dass man die so schön schnell tauschen kann, ist das natürlich dann nochmal spannend, wie wirklich der akustische Unterschied ist zwischen den beiden. So, und jetzt brauchen wir... It was at this moment that he knew. He f***ed up. Nein! Ich raste aus. Alter. Eine fehlt. Ich muss kurz auf Schraubensuche gehen. Okay, das hat einfach 10 Sekunden gedauert. Die wird jetzt hier so reingebaut, wo sonst die Kopfhörer sind. Das heißt, oh, die klickt doch hier richtig schön drin. Das ist ja geil. Sieht man das? Ja. Bisschen Licht wäre schön. Ich zoome dann natürlich im Schnitt wieder ein bisschen ran. Die wird hier so reingeklickt. Und jetzt braucht ihr hier diese... Guck mal, das ist mir gerade runtergefallen. Akzent. Heißt... genau, wir starten links einfach. Der kommt jetzt hier so rein. Genau, der passt dann auch wirklich nur in einer Position. Ja. Und jetzt kommt hier das kleine Schräubchen rein. Alter, also wenn du ein Tremor hast, ist das ein Abenteuer. Kann ich euch sagen. Geht aber gut. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt. So, das gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite. Also diese kleinen Minischräubchen, Alter, das ist... Also das muss man auch mögen, sowas. Also diese Schraubenzieher, die sind halt wirklich Mist, ne? Das ist, die sind viel zu klein, die kannst du ja nicht richtig greifen. Reicht, wenn man nichts hat, aber ich gehe davon aus, dass die allermeisten von euch, die sich mit so einem Kram überhaupt auseinandersetzen, auch natürlich Werkzeug zu Hause haben. Jetzt kann man das hier abmachen, diesen Headstrap, braucht man aber nicht. Man kann auch den hier einfach durchschieben, das geht auch wunderbar. Interessant ist, dass der Kollege im Video noch einen Gummistrap da dran hat, den ich gar nicht habe. Nee, der ist da auch gar nicht dran. Der hat, glaube ich, ein anderes Modell. Der hat da eine andere Brille in diesem Video. Das hier vorne ist die Stelle, wo der durchgezogen wird. Okay, also der bleibt tatsächlich doch unten drunter, hab nichts gesagt. Wir können den ja mal ein bisschen lose lassen, dass man mal was sieht. So. Und jetzt kommen hier natürlich die Kopfhörer wieder dran. Das heißt, wir nehmen uns den Kopfhörer hier. Jetzt wird dieser Kopfhörer hier wieder reingeklipst. Und zwar müssen wir auf die Nut achten. So. Zup, zup. Kopfhörer ist drin. Und was wir jetzt brauchen, ist... Entschuldigen Sie. Was wir jetzt brauchen, ist die Lange von diesen Schrauben, damit wir den Kopfhörer wieder festmachen können. Und der müsste jetzt dann auch... Genau, der ist jetzt fest. Geil. Dasselbe machen wir auf der anderen Seite. Lange Schraube kommt hier rein. Und Kopfhörer festgeschraubt. Ich bin ja mal gespannt, ob man jetzt einen Unterschied merkt, weil dieser Abstand hier, da ist jetzt natürlich noch der Headstrap dazwischen. Also normalerweise ist das alles flach von hier nach da. Und jetzt kommt hier natürlich diese Dicke dazwischen. Und ich bin mal gespannt, ob man das spürt. Das Teil kommt jetzt hier einfach wieder rein, was stellenweise ja nicht so einfach ist, weil hier überall ist natürlich alles mit Klett.
und du musst den mal da irgendwie reinkriegen. Hier ist dann zusätzlich auch noch ein Kabel mit dazwischen. Ja, hier. Das heißt, dieses Klettding da reinzukriegen, ist ja nicht so einfach. Okay, macht man denn so hier. Das ist jetzt halt auch, sieht denn halt so aus. So. Ja, das heißt, wenn man das jetzt von außen betrachtet, sieht das so aus. Und auf der anderen Seite ist es Gott sei Dank ein bisschen einfacher. Ja. Dann ist es da dran. So, wir prüfen das Ganze. Mal gucken, was dieses Teil jetzt bringt. Sieht sich auch einigermaßen, dass man was sieht. Okay, so, ich mache den hier hinten zu. Der hier oben ist jetzt total locker. Den kann man jetzt verstellen und oh. Ja, das ist schon sehr viel. Okay. Das ist natürlich geil. Also dieses Gummiding hier würde ich rausnehmen. Brauchst du ja nicht. Vielleicht damit das hier oben nicht auf dem Kopf aufsitzt, könnte man noch überlegen, also damit nicht der Gummi auf dem Kopf aufsitzt, sondern dieses Stoffteil hier, könnte man es drin lassen. Aber das ist natürlich, das ist viel geiler. Und jetzt kannst du halt, und das finde ich eigentlich ganz cool, du kannst jetzt aber auch sagen, nee, ich will lieber, dass das weiter vorne sitzt und der Druck eher hier ist. Kannst den aber auch ein bisschen weiter nach hinten machen und kannst den mehr so hier hinsetzen. Hier an den Seiten drückt übrigens gar nichts, da kommt man nicht hin. Das ist tatsächlich nicht spürbar. Mir fällt gerade auf, dass wenn ich das jetzt bewege, seht ihr das? Nee, wenn ich den bewege, dann bewegen sich auch diese Schaumgummischnuffis mit. Das finde ich gar nicht so geil. Das ist nicht bis zu Ende gedacht. Aber ansonsten ist es schon. Das ist völlig ausreichend. Das ist wirklich. Also das sind so Kleinigkeiten, die merkst du nicht. Auch wenn die ja nicht da wären, diese Schaumgummidinger, würde mich das null interessieren. Ach, das ist geil. Weil lässt sich so viel einfacher, viel schneller, viel präziser einstellen. Und vor allem, du kannst wirklich den Punkt dir aussuchen. Geil. Jetzt haben wir hier die Kopfhörer dran beide. Da bin ich wirklich gespannt. Krass. Wirklich krass. Ach Quatsch, ich brauch doch nicht das Mikro abmachen, Alter. Wir, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, werden uns Pimax-technisch wiedersehen beim Testvideo, was ich in Elite Dangerous machen werde, weil das eines der Spiele ist, in welchem man einfach VR am unkompliziertesten erleben kann, um überhaupt sich mal über das Thema VR zu unterhalten. Alles andere, Truck-Simulator, Flugsimulator und wie sie nicht alle heißen, kommt alles noch, machen wir alles noch, versprochen. Aber mir geht es ja vor allem grundsätzlich erstmal darum, das VR-Erlebnis an sich zu bewerten, ohne jetzt konkret darauf einzugehen, ob oder wie gut ich VR finde und was die Vor- und Nachteile sind. Ich würde schon wirklich gerne erstmal aus einer neutralen Sicht daran gehen und das objektiv betrachten, weil wenn ich mit dem Spiel anfange, was mich schon direkt nervt, weil es einfach kacke umgesetzt ist in VR, dann wird es leider der Sache nicht gerecht, grundsätzlich erstmal VR zu bewerten. Wir können uns dann natürlich
immer noch darüber unterhalten, ob was jetzt gut ist und was schlecht ist und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich, um das VR-Erlebnis zu bewerten, finde ich das schon wichtig, dass ich erstmal was mache, von dem ich weiß, dass es wirklich gut funktioniert und wo ich nicht die ganze Zeit irgendwie genervt bin. Was ich ganz wichtig finde ist, ich mache sowas immer nicht gerne am Anfang, weil ganz ehrlich, wenn ihr technische Details wissen wollt, dann könnt ihr auch einfach auf die Webseite gehen und euch die angucken. Ich verlinke das ja sowieso unten immer im Video. Und was ich immer wichtig finde, ist, ihr möchtet ja wissen, wie ich das Produkt finde und nicht, ob ich schön die technischen Daten auswendig gelernt habe. Aber natürlich ist es wichtig, dass wir die trotzdem in so ein Video noch mit einbauen. Und vor allem, was ich wichtig finde, ist, es gibt ja, ich will es nicht ein eigenes Inhouse-Konkurrenzprodukt nennen, aber es gibt ja neben der Crystal Light auch noch die Crystal Super. Die Crystal Light kostet 825 €, die Crystal Super 1588. Das ist doppelt so viel. Ja? Und da wäre es, glaube ich, noch ganz interessant für euch mal zu vergleichen, ob es sich für euch lohnt, 1800, 1600 € auszugeben statt 800. Ich kann es schon mal so ein bisschen vorne wegnehmen. Alles, was diese Brille macht, ist für meine Verhältnisse völlig ausreichend. Ich müsste jetzt natürlich mal mit Pimax klären, ob die mir, nachdem das hier alles erledigt ist, vielleicht mal leihweise eine Super zuschicken, damit ich einen direkten Vergleich habe. Aber zum Beispiel braucht die Super alleine schon eine 4090 oder eine 5090, sonst kann man die gar nicht komplett befeuern. Also ihr braucht halt für die Super wirklich ein gutes System, was schon alleine daran liegt. Die Crystal Light, ich lese das jetzt ab, ich kann sowas nicht auswendig. Die Crystal Light hat 2880 mal 2880 Pixel pro Auge. Nur mal zum Vergleich, 2K Auflösung ist 2560 mal 1440. Hier reden wir davon, dass wir 2880 mal 2880 haben. Das ist schon eine Hausnummer. Also 2K ist 1440p. Das hier ist ja kein 16:9 Verhältnis, sondern ist ja ein 1:1, also ein quadratisches Verhältnis. Aber diese Auflösung hier ist deutlich größer als 2K, also als 1440p. Und das habt ihr zweimal. Wir haben hier 2880 mal 2880 Pixel. Das sind 8,294 Millionen Pixel pro Auge. Wenn wir 1440p rechnen, 2560 mal 1440, sind wir bei 3,7. Ja, also 3,7 mal 2. Das heißt, wenn ihr 2K-Monitore befeuert, nebeneinander, ja, links und rechts ein, dann habt ihr halb so viele Pixel wie diese Brille insgesamt auf beiden Augen. Weil insgesamt haben wir hier 16,5 Millionen Pixel bei 2K und 2 Monitoren. Also 2 Displays haben wir 7,4 Millionen Pixel. Die Super hat pro Auge 3840 mal 3840 Pixel. Das heißt, die hat mehr als 4K pro Auge. Das heißt, die hat 30 Millionen Pixel. 29,5. Also nur, damit man mal eine Vorstellung hat, was euer Rechner können muss. Wir können ja mal kurz ausrechnen. 4K Auflösung, ich glaube 16:9. 3840 mal 2160. Das ist ja spannend. Mal 2. Das ist ja krass. Die Crystal Super Light hat 2880 mal 2880, also 8,3 Millionen mal 2. Pro Auge sind 16,5 Millionen. Ein 4K-Monitor, einer, hat 3840 mal 2160 mal 2, also sind auch 16,5 Millionen. Das heißt im Endeffekt,
braucht ihr einen Rechner, der in der Lage ist, 2 4K-Monitore zu befeuern von einer Pixelauflösung. Nur damit ihr das mal gehört habt. Ihr könnt natürlich, von der Pixelanzahl, ihr könnt natürlich immer, das ist klar, in der Qualität runtergehen bei den Spielen. Aber das ist nur, damit man mal einen Eindruck bekommt, was das eigentlich bedeutet, VR in guter Qualität. Die Brille ist so knackscharf, die hier. Da haben wir noch nicht die Super in der Hand gehabt. Die Brille ist so knackscharf, dass ihr in No Man's Sky, wenn ihr wie heißt denn das hier, euer HUD-Inventar-Gedönse vors Gesicht haltet, ihr könnt so nah rangehen, wie ihr wollt, ihr seht keine Pixel mehr. Das ist total krass. Habe ich noch nie erlebt, sowas. Nur schon mal vorneweg für Testvideo. Ich habe es ja schon ausprobiert. Also, die Super hat im Endeffekt 2 8K-Monitore. Das ist unglaublich, kann man sich nicht vorstellen. Die Lite hat klassische QLEDs und Mini-LEDs mit 576 Zonen. Die Super hat QLEDs und Mini-LEDs mit 1000 Zonen und optionale Micro-OLED-Module, größerer Sweet Spot, weniger Verzerrung. Die Lite hat kein Eye-Tracking. Die Super hat Eye-Tracking mit dynamischem Foveated Rendering. Ich frage mal hier kurz meinen Kumpel, was das heißt. Was ist das? Dynamic Foveated Rendering ist ein Trick für die VR-Welt, bei dem das System nur dort maximale Grafikleistung raushaut, wo du gerade hinguckst. Also im Zentrum deines Blickfelds. Der Rest wird in geringerer Auflösung dargestellt, weil du das eh nicht richtig siehst. Voraussetzung dafür ist Eye-Tracking. Also das Headset muss wissen, wo du gerade hinguckst. ChatGPT schreibt, wohin deine Pupillen gerade glotzen. Bringt Performance-Schub, weil weniger zu rendern ist, mehr Details, wo es zählt und weniger Rechenlast für die GPU. Okay, das ist tatsächlich sehr wichtig. Das kann die nicht, ist aber egal. Also ist mir aufgefallen. Wahrscheinlich ist es total geil, wenn man es hat. Aber ich hab's noch nicht probiert, also kann ich euch nicht sagen, ob's toll und wichtig und den doppelten Preis wert ist. Die Lite kann schon problemlos mit einer RTX 4070. Die Super braucht eine 4090, 5090. Ansonsten schwierig. Die Lite hat ein 4,5 Meter Kabel plus eigenes Netzteil und die Super unterstützt 6 Meter Fiber Optic Cable und hat austauschbare Optikmodule, OLED, QLED. Und die Lite kostet zwischen $800 und $900, also ungefähr 825 Euro. So steht's gerade auch im Shop drin und hat eine Woche Lieferzeit. Die Super kostet 1600 Euro, ungefähr roundabout, und ist ab Quartal und ist lieferbar Q4. Q4 24 bis Q2 25. Ich meine, die ist aktuell gar nicht lieferbar, die ist Super. Ach so, hier, Local Shipping 3 to 7 Working Days. Und die Super ist noch Pre-Order. Das soll es auch gewesen sein. Wichtig ist, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es gibt noch ein weiteres Video, auf jeden Fall mindestens, in dem ich die Einrichtung zeige, also wie richte ich sie am Rechner ein, wie richte ich das Zimmer ein. Ich bin sehr gespannt, wie man das umsetzen kann mit dem, es gibt ja eine eigene Software, mit der man dann auch den Raum so einrichtet. Wo ist die Decke, wo ist die Wand, wo ist der Fußboden. Bin gespannt, ob man das irgendwie zeigen kann, weil das sehe ich ja nur. Und ich weiß gar nicht, ob man das auch auf den Rechner kriegt. Und dann wird es natürlich für mich total spannend, wie nehme ich das Spielbild auf, also das wird wirklich nochmal eine interessante Bastelei. Ihr könnt gerne eure Fragen unten in die Kommentare schreiben, denn ich habe ja direkten Kontakt zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Pimax. Ich kann die also Sachen fragen, die ich dann ins nächste Video mit reinnehmen kann, falls ihr irgendwelche Infos haben wollt. Aktuell kann ich euch schon mal sagen, alles was Haptik, Tragekomfort und so weiter angeht, bin ich für 825 Euro ist das schon eine wirklich geile Nummer.
Das war zumindest erstmal zum Pimax Crystal Light Unboxing Video. Falls ihr jetzt schon Bock habt auf die Brille, könnt ihr die über den Link unten in meiner Videobeschreibung bestellen. Ihr könnt auch was anderes über den Link unten in meiner Videobeschreibung bei Pimax bestellen. Wenn ihr zum Beispiel schon eine habt und ihr wollt jetzt diese tollen Kopfhörer haben, bestellt es gerne über meinen Link, denn jeder Cent, den ihr über meinen Affiliate-Link ausgebt, kommt dem Kanal zugute, weil ich einfach eine kleine Umsatzbeteiligung dann bekomme. Und überhaupt, weil Pimax dann noch mitkriegt, der Löblich, der hat ja Leute, die kaufen dann auch was. Und wichtig ist aber vor allem, dass ihr den Kanal, das Video liked. Bitte unbedingt Kommentar und wenn es nur ein Algorithmus-Kommentar ist, drunter lasst, ein Abo da lasst. Bitte gerne auch bei Twitch, weil ich brauche durchschnittlich 75 Twitch-Zuschauer, damit ich Partner werde und von der Kohle, die ich verdiene, nicht nur 50, sondern 70% behalten darf. Und toll wäre, wenn ihr Lust habt, wenn ihr bei Holy mal bestellt und die Sachen, falls ihr noch nicht gemacht habt, mal ausprobiert. Oder wenn ihr schon Kunde seid, die Holy-Sachen über meinen Link bestellt, weil auch da, wenn ihr sowieso was bestellt, könnt ihr meinen Kanal unterstützen, weil ich halt immer ein kleines bisschen mit dran verdiene. Und am tollsten ist natürlich, wenn ihr Neukunde seid und über meinen Kanal bestellt, weil dann, das findet Holy einfach besonders toll, wenn ich neue Kunden anwerbe. Ansonsten, wie gesagt, das Wichtigste ist wirklich liken, kommentieren, abonnieren, damit das kleine süße Schweinchen hier was zu essen bekommt. Haut mir alles in die Kommentare. Ich sage Tschüss mit Üs, Ciao mit Au, Tschüss mit Io. Bis zum nächsten Mal. Euer Lieblingssimulant, Herr Löblich. Tschüss.